Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch diese Trainingsgeräte mal vorstellen. Das sind sogenannte Resistance Bars oder man nennt es auch Flex Bars. Und was man mit diesen Geräten alles machen kann und wofür sie gut sind, das werde ich mit meinem Physiotherapeuten Uwe Schmitz in diesem Video beleuchten. Wir schauen uns an, was der Hersteller verspricht und ob diese Versprechen auch gehalten werden. Los geht's! Die Firma Fitbeast hat ein neues Produkt, nämlich diese Flex Bars. Und ich habe euch ja in einem meiner vorigen Videos erzählt, dass ich, wenn ich Produktvorstellungen mache, auch wirklich nur Produkte empfehle, die einen Mehrwert für euch haben, von denen ich selber überzeugt bin. Heute schauen wir uns diese Geräte mal an und ich kann es vorwegnehmen, diese Flex Bars sind sehr sinnvoll. Was man damit alles machen kann, gibt es gleich. Ich nehme es vorweg, bevor das untergeht. Diese Produkte könnt ihr mit einem Gutscheincode, den ihr unter diesem Video findet, kostengünstiger erwerben. Ihr erhaltet bei der 15% Rabatt auf der Webseite des Herstellers. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr hier unten auf den Link unter diesem Video in der Videobeschreibung klicken und dann erhalte ich eine kleine Provision dafür und ihr erhaltet diese Produkte günstiger. Jetzt habe ich natürlich diese Produkte bekommen und habe gesagt, ich kann jetzt nicht über irgendwas, was medizinisch veranlagt ist, wo eben Muskelgruppen einbezogen sind und wo letztendlich auch Hilfe bei bestimmten Beschwerden. Und diese Beschwerden sind einmal Tennisarm, einmal Golferarm und einmal Karpaltunnelsyndrom. Ja, da kann ich selber, natürlich habe ich nicht so viel Erfahrung, deswegen habe ich mir heute wieder Verstärkung geholt. Und deswegen bin ich heute wieder beim Uwe Schmitz, den ihr bei meinem letzten Video zu dem Thema Tennisarm kennengelernt habt. Und mit dem schauen wir uns diese Produkte jetzt einfach mal an. So, ich bin jetzt wieder beim Uwe Schmitz. Den Uwe habt ihr kennengelernt bei meinem letzten Video, da ging es rund um den Tennisarm. Und heute wollen wir uns mal diese Produkte anschauen. Uwe, ich kann dir einfach mal so zwei davon geben, vielleicht nicht alle, lass mir noch eins da. Ja. Kann ich vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Auch das, was der Hersteller verspricht, die Firma Fitbeast. Also, diese Flex Bars, sie heißen tatsächlich Flex Bars, ich habe noch keinen deutschen Begriff dafür gefunden, sind aus thermoplastischem TPE gefertigt und dadurch sollen sie besonders widerstandsfähig sein, denn wir machen ja gleich einige Sachen damit. Und da ist natürlich die erste Frage, wie lange hält so ein Material? Also kein gewöhnliches Gummi, sondern thermoplastisches TPE. Ich musste mich da auch erstmal ein bisschen einlesen, was das heißt. Und ja, die Rutschfestigkeit ist eigentlich schon ganz gut, wie ich das jetzt hier sehe. Und der Hersteller verspricht eben, dass auch durch diesen Material sehr allergiefreundlich sind, also dass keine Allergien dadurch ausgelöst werden. Wenn man täglich damit arbeitet, muss man natürlich auch so etwas berücksichtigen. Ja, geworben wird zur Rehabilitation bei Tennisarm, Golferarm und Karpaltunnelsyndrom. Zum Thema Tennisarm habt ihr ja das letzte Video gesehen. Jetzt frage ich den Uwe einfach mal, Golferarm, Karpaltunnelsyndrom, ist das sinnvoll? Kann das helfen? Und wichtig ist erstmal zu verstehen, dass es hier nicht darum geht, wenn man eine Diagnose hat, nämlich Tennisarmdiagnose, dass man dann versucht, hier nämlich mit diesen Geräten zu arbeiten, denn es ist eigentlich ganz anders. Ganz wichtig. Also erst einmal, ich muss etwas dazu sagen. Ich habe die jetzt das erste Mal in der Hand und es ist ein griffiges Material. Wir haben das auch in verschiedenen Stärken vorliegen. Genau, also im Intro schon mal ein bisschen gesagt. Ne? Hier haben wir, was hat man da? Ja, 6,8 Kilo. Ja. Hier, das ist die stärkste. Ne? Da haben wir 11,3. Oh, das merkt man. Ne? Also das ist ziemlich stabil, das Ganze, lässt sich gut biegen. Und ich nehme jetzt mal die grüne raus. Ja. Weil wir haben angesprochen den Tennisellbogen, den Golferellbogen und wir wollen dafür einfach mal, glaube ich, ein paar Übungen entwickeln. Das machen wir jetzt. Genau, was kann man alles für diesen Bereich Tennisellbogen,
Golferarm machen. Genau. Ja. Wichtig erst einmal, du hast es angesprochen, nicht in der akuten Phase anwenden. Das geht nicht, das funktioniert nicht, dann machen wir alles nur noch schlimmer. Ja. Das steht fest. Allerdings für die Rehabilitation, wenn die Symptome verschwunden sind, um den Muskel wieder aufzubauen, um ihn widerstandsfähiger zu machen, das haben wir auch im ersten Teil besprochen, was kann ich eigentlich tun? Jawohl, ich kann den trainieren, den Arm, damit es nicht nochmal vorkommt. Und genau dafür, glaube ich, ist das ganz gut. Weil, ich überlege jetzt mal, welche Schwierigkeiten haben wir beim Tennisellbogen? Nehmen wir den jetzt hier. Ich nehme die Strecker, ich hebe meinen Arm hoch, das tut weh. Gegen Widerstand tut es noch mehr weh. So, das wollen wir ja wieder trainieren. Ja? Jetzt sagt jeder, oh, das arbeitet der da rein. Ja, muss ich tun, damit ich wieder dran gewöhnt werde. Kann ich machen. Ich kann zum Beispiel drehen und dem entgegensetzen. Das ist Nummer 1. Vorsichtig und mit nicht zu viel Kraft am Anfang, das ist klar. Ich kann drehen in die andere Richtung und lasse jetzt langsam los. Wir haben ein exzentrisches und konzentrisches Training. Also einmal die Kraft einsetzen, um die Bewegung durchzuführen, um den Drehpunkt und einmal langsames Loslassen der ganzen Aktion. Was haben wir noch? Wir haben Bewegungen, die wir in allen Ebenen stattfinden lassen können. Das ist jetzt auch der große Unterschied zum Fitnessstudio. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Ne? Weil hier sind wir sehr flexibel. Das stimmt. Flexbar. Ja, genau. Also, ja, tatsächlich ist es ja im Fitnessstudio so, hier sei gesagt, Fitnessstudio ist sinnvoll und gut, aber wir haben hier filigranere Möglichkeiten. Wir sind nicht gezwungen, immer wieder die gleiche Bewegung zu machen, sie immer wieder zu wiederholen mit dem immer gleichbleibenden Gewicht. Hier kann man natürlich variieren, das ist in Ordnung. Ja? Es ist logisch, dass ich verschiedene Bewegungen reinkriegen kann, die ein Gerät im Fitnessstudio einfach nicht bringen kann. Ja. Es ist vom großen Vorteil. Ja? Ich kann entgegengesetzte Bewegungen machen. Ist, glaube ich, mit Maschinen auch nicht ganz so möglich. Ja. All diese Dinge, die ich während der Bewegung brauche, also das Heben des Handgelenkes, das nach außen drehen des Handgelenkes, das nach innen drehen, das wäre dann der Fall, wenn ich einen Golferellbogen habe, nämlich die Sehne hier, der Beuger betroffen habe. All das ist möglich. Aber auch passiv lässt sich hier was machen. Ich denke da an die Faszienrolle. Und wenn man mal hinschaut, das hat hier wunderbare Wellen und die nutzen wir jetzt einfach mal. Ich lege jetzt mal das Ding hier drauf. Knack. Und dann gehe ich mit dem betroffenen Muskel, hier ist es der Golferellbogen, auf die Rolle und beginne hin und her zu rollen. So schaffe ich eine leichte Massage dieses Muskels und aber auch der Faszien. Denn diese Rollen, die dringen tief ein. Und jetzt sage ich, bei der Anwendung, die ich hier gerade mache, ist es ein angenehmes Gefühl. Es ist also nichts Hartes, nichts, was zusätzlich über die Haut dann noch Schmerzen auslöst. Eine tolle Sache. Ja? Karpaltunnelsyndrom ist ein bisschen schwieriger. Das Karpaltunnelsyndrom, eine kurze Erklärung zu Deutsch. Wir haben Sehnen, die man vielleicht hier sehen kann, wenn ich meine Hand anbeuge. Da sind sie, die beiden. Ja? Wenn ich jetzt hier nicht eine Sicherung in Form eines Bandes hätte, dann würden die bei der Beugung rausspringen und ich könnte keine Kraft entwickeln. Deswegen hat uns die Natur hier ein Band drüber gelegt, in dem Bereich. Und dieses Band hat bei einigen Menschen die Angewohnheit, sich zusammenzuziehen. So, dass Schmerzen auftreten, dass ich meine Finger nicht mehr richtig bewegen kann. Diese Sache muss dann operiert werden. Das geht leider nicht anders. Hier wird operiert, aber dann kommt ja auch hier eine Rehabilitationsphase. So, und was muss ich tun? Ich muss dieses Band trainieren, dass es weit bleibt, dass es offen bleibt. Ich muss also die Operation des Arztes sichern. Damit in der Folge von einer OP. Einer OP sichern. Ja, das ist die Aufgabe, die wir dann haben. Das heißt, ich werde auch hier Kraftübungen durchführen können. Ich mache einfach so ein bisschen, ne? Damit man das mal sieht. Mit dem Daumen dann. Ich kann auch wieder passiv arbeiten. Ich lege es jetzt wieder hier drauf. Ich kann auch wieder passiv arbeiten und die Dehnung und das Weichhalten des Bandes hiermit erreichen.
Ich kann das Zugreifen wieder trainieren, das lässt auch nach hier. Da kann man also so wirklich ein bisschen zudrücken, da hat man so eine Substanz in der Hand, da kann man Es spielt jetzt hier eine Rolle, welche Stärke man nimmt von diesem Bars? Also, durchaus. Also, ich mach's mal vor. Ich nehme jetzt mal die schwächeren Muskeln, das sind die Strecker. Ja. Hier, da kann ich die trainieren. Okay, und wenn ich das jetzt natürlich hier mit der stärksten Variante mache, das wird für dich, geht das noch, ne, weil der kräftige... Tatsächlich lassen die sich auch für so etwas sehr schön. Das ist das Gute, dass es eben nicht nur, dass es 3 verschiedene Stärken eben halt auch gibt, ne, und man da eben halt austesten kann. Es darf ja auch nicht zu leicht sein, vermute ich mal. Ne, wenn da jetzt überhaupt kein Widerstand wäre, ne, wäre es wahrscheinlich. Das ist tatsächlich so. Ne? Aber und vielleicht ist die stärkste Stufe eben halt auch dann auch zu viel. Ne? Ja, ne? Und so hat man dann für andere Zwecke nutzen. Genau. Ja, da gibt es genug Möglichkeiten, aber vielleicht zeigt es ja noch. Ja, genau. Ja, im Vorgespräch habe ich ihm nämlich hier diese Flexbars gezeigt und da sind wir noch auf ganz andere Anwendungsmöglichkeiten mit dieser Geschichte gekommen. Also Uwe steht da genauso hinter wie ich auch. Wir würden euch mit Sicherheit jetzt hier nichts empfehlen, wo wir nicht auch selber sagen, das hat einen Mehrwert, das ist sinnvoll. Und Uwe hat aber direkt da auch andere Möglichkeiten nochmal gesehen, wo ihr diese Flexbars auch anwenden könntet. Nämlich zum Beispiel in der Kräftigung der Halsmuskulatur, ne, und Rückenmuskulatur. Ne? Was hast du da ist das gefunden? so. Also, bitte mal nein. Ich habe Sportler in der Behandlung, die Probleme haben, ihren Nacken zu trainieren. Ja? Crossfahrer zum Beispiel, deren Kopf immer hin und her geschlafen wird. Ja. Oder wenn man schon mal Formel 1 geguckt hat, die haben das gleiche Problem. Oder wenn man wie ich einen Bandscheibenvorfall hat und die Geschichte trainieren möchte. Richtig, ganz genau. Ne? Und ich nehme jetzt wieder den leichteren, damit ich nicht so viel arbeiten muss jetzt. Lege mir den, so setze ich mich mal hin, hier hinten ans Hinterhaupt, so heißt das Ding. Und jetzt drücke ich nach hinten. Das heißt, ich hebe meinen Kopf gegen Widerstand und trainiere damit die Muskulatur der Halswirbelsäule. Ja? Ganz toll, weil das lässt sich sonst nur mit der Hand als Widerstand geben. Selber kann man das weniger. Ja. Ist es eben auch die Beugung und jetzt kommt in alle Richtungen durchzuführen und das gegen Widerstand. Ja. Der Physiotherapeut macht das mit seinen Händen. Das ist prima, das ist super. Das ganze Ding heißt PNF, was wir dann da machen. Lässt sich sehr gut machen. Aber was gebe ich dem Patienten für zu Hause mit? Da haben wir oft Probleme. Wie gibst du dir jetzt selber Widerstand? Ja, und das ist mit dem Dingen hier toll möglich. Das gibt mir Widerstände in alle Richtungen. Eine super Sache. Schön. Gebe ich zu. Ja. Ja, Uwe, dann danke ich dir erstmal für die Vorstellung und auch eben für deine Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video weiter und vielen Dank für deine Unterstützung. Für euch nochmal kurz der Hinweis, solltet ihr diese Flexbars euch selber mal anschaffen wollen, unter der Videobeschreibung erhaltet ihr einen Rabattcode, mit dem ihr 15% auf diese Fitbeast Flexbars erhaltet. Summa summarum würde ich einen Daumen nach oben geben. Uwe, glaube ich auch. Gebe ich dabei. Gibt er dabei. Also empfehlenswertes Produkt und ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch weiter. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Euer Martin und Uwe. Gut. Tschüss.